Was in mir aber immer war und das sehr, sehr intensiv ist, dass alles meine Energie ist. Das heißt, ich habe immer alles, was mir im Außen zu mir gekommen ist, immer gefühlt, als es geht um mich. Es hat etwas mit mir zu tun. Und das ist etwas, was mir geholfen hat, immer die Dinge gleich zu adressieren, die sich unstimmig anfühlen oder Themen, die hochgekommen sind, immer gleich anzuschauen und nicht zur Seite zu legen und zu sagen, das ist nicht mein Affe, nicht mein Zirkus, das sind die anderen. Es gab für mich in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung nie die anderen. Selbst in der Zeit, in der ich vergessen habe, wer ich bin, habe ich immer gewusst, dass alles meins ist. Alles, was mir begegnet, ist auch für mich bestimmt und es geht um mich. Deshalb begegnet es mir. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich euch bitte, hier im Verstand zu halten. Während ich dann so ein bisschen erwachsen geworden bin und durch alle möglichen spirituellen Welten navigiert bin, meinen Rucksack sauber gemacht habe und aufgeräumt habe, war ich mir immer bewusst, dass alles meine Energie ist. Und hier bitte ich euch einmal in eure Vergangenheit zu fühlen. Habt ihr immer in euch die Dinge adoptiert als etwas, was mit euch zu tun hat? Zum Beispiel, eine Freundin und ein Freund hatten einen Streit und ihr wart immer zutiefst betroffen davon, obwohl es nicht euer Streit war. Ihr habt immer alles persönlich genommen und immer irgendwie gefühlt, dass ihr verantwortlich seid für das, was um euch herum passiert. Einfach mal reinfühlen, ob das bei euch der Fall war oder ob in euch noch eine Art Isolation ist. Eine Isolation, die anderen. Es ist alles nicht mein Bier. Die anderen Leute sind die Probleme der anderen Leute, die Streitereien sind die Streitereien der anderen Leute. Oder vielleicht habt ihr auch das Thema sogar, dass ihr vollkommen von euren Gefühlen abgeschnitten seid und keinen Zugang habt. Das ist übrigens ein Selbstschutz. Und das ist auch okay. Warum spreche ich dieses Thema an? Weil es wirklich darum geht, dass alles eure Energie ist. Alles, alles, alles. Von dem kleinsten Detail, was euch begegnet, Gespräche, die ihr am Rande hört, wenn ihr einkaufen geht. Das komische Gesicht, was euch zugeworfen wird von einem anderen Autofahrer. Was auch immer, all das existiert nur in eurer Welt, weil ihr eure Welt erschafft. Und viele von euch haben das schon mal gehört, aber es bleibt noch immer als Wissen in irgendwelchen Räumen, aber wird nicht verkörpert. Und das ist jetzt das Allerwichtigste, dass es jetzt in die Verkörperung geht von dem Wissen, dass alles eure Energie ist. Das heißt nicht, dass ihr in die Schuld gehen müsst oder in die Verantwortung gehen müsst für das, was andere Leute erschaffen. Diese Leute sind souveräne Seelen auf ganz ihrem eigenen Weg. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber wenn diese Leute auf ihrem ganz eigenen und individuellen Weg eure Wege kreuzen und in euch etwas auslösen, dann weil in euch Ähnliches bereits existiert, weil alles ist Frequenz und damit Resonanz. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ihr eure innere Welt permanent in euch tragt, in eurem Herzportal. Und das Herzportal ist ja eure Kommunikation mit eurer Realität. Das eigentliche Energiefeld wäre ein großes Torusfeld. Aber durch die vielen Störfelder und die vielen verschiedenen Limitierungen, die ihr euch auferlegt habt, habt ihr das Herzchakra in viele verschiedenen Chakren geteilt. Heißt Halschakra, drittes Augechakra, Kronenchakra. Und es gibt Leute, die teilen ihre Chakren sogar noch weiter, indem sie sagen, ich habe nicht nur ein drittes Auge, sondern ein viertes und ein fünftes und ein sechstes Auge. Was ich sehr spannend finde, weil das spricht alles für noch mehr Separation und Verkomplizierung der eigenen Energie. Über dieses Herzchakra und all die anderen Chakren, die ursprünglich Teil des Herzchakras waren, ist es so, dass ihr permanent kommuniziert in eure Welt, auch über den Nullpunkt. Jede eurer eigenen einzelnen Zellen kommuniziert auch eure Frequenz, navigiert durch euer Herzzentrum. Aus eurem Herzzentrum navigiert eure Seele in jede und synchronisiert jedes einzelne Partikel. Und in jedem einzelnen Partikel ist der Nullpunkt. Und aus dem Nullpunkt heraus erschafft ihr eure Realität, erschafft ihr eure Welten.
Und die Nullpunkte, kann man sagen, das sind wie kleine Münder, wie kleine Öffnungen. Und je nachdem, wie diese Münder sich öffnen, entstehen Frequenzen. Und diese Frequenzen sind die Kommunikation mit eurer äußeren Realität. Besser gesagt, sie erschaffen eure äußere Realität. Während ihr also in Synchronisierung mit eurem Herzportal und die vielen Chakren, die daraus resultieren, eure Realität formt und sogar euren Körper erschafft, permanent, ist die Frequenz in euch das, was bestimmt, was ausgesendet wird. Und der Kosmos strukturiert anhand von dem, was ihr aussendet, in Co-Kreation eure Realität. Und ich muss ein kleines bisschen kompliziert werden am Anfang, obwohl es die simpelste Version ist, es auszudrücken, aber es ist wichtig, um in euch das Verständnis zu aktivieren, wo wir hingehen. Der Kosmos selbst seid auch ihr. Der Kosmos selbst ist also keine außenstehende Energie, sondern die Seele taucht in sich ab, in ihre Energie ab, kanalisiert die Frequenzen in ihren Kosmos, in ihre Energie, damit das erfahren werden kann, was dem entsprechenden Spektrum entspricht, was ihr erfahren möchtet. Bedeutet also, ihr erschafft eure Welt permanent durch die Frequenzen, die ihr aussendet, und gleichzeitig befindet ihr euch, in eurer Energie. Und ihr antwortet euch und ihr strukturiert. Das heißt, ihr seid nicht nur eine Seele, die eine menschliche Erfahrung macht, sondern ihr seid auch gleichzeitig in euch und eurer Energie. Ihr befindet euch wie in einem großen Schwimmbecken abgetaucht. Und all das war früher Wissen aus der atlantischen Zeit, dass ihr euch in einem Meer von Frequenzen befindet und dass ihr in euch Frequenzfeldgeneratoren seid und dass eure Frequenzen, die ihr aussendet, in dem Frequenzmeer, in dem ihr euch befindet, die für euch übersetzbare Realität erschaffen.